Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Wüsten mögen wie endlose Leere aussehen. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass sie einige der beunruhigendsten, verblüffendsten Entdeckungen verbergen, die ihr gemacht würden? Von Geisterstädten, die von der Zeit verschluckt wurden, über Skelettreste, die mehr Fragen als Antworten aufwerfen, bis hin zu alten Artefakten, die niemand erklären kann. Sie sind real, sie sind beängstigend. Also schnallt euch an, denn was vor euch liegt, ist nicht nur seltsam, sondern geradezu erschreckend. Die Nazca-Linien. Beginnen wir mit etwas, das oft als atemberaubend, historisch und sogar heilig beschrieben wird. Es hat etwas unbestreitbar Unheimliches an sich, wenn man erst einmal anfängt, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Ich spreche von den Nazca-Linien. Sicher. Sie befinden sich in der Nazca-Wüste in Peru, um genau zu sein. Also erfüllen sie diesen Punkt. Aber was sie so faszinierend macht, ist nicht nur ihr Standort. Es ist das, was sie sind. Und was noch wichtiger ist, was sie bedeuten könnten. Vom Boden aus betrachtet, könnte man meinen, es handele sich nur um eine Reihe seltsamer, bedeutungsloser Linien, die in den Boden geritzt sind. Aber dann geht man in den Himmel und alles ändert sich. Plötzlich enthüllen diese zufälligen Linien massive Formen. Wir sprechen von Vögeln, Affen, Fischen und sogar menschenähnlichen Figuren. Einige sind länger als 370 Meter. Das sind keine Kritzeleien. Es handelt sich um monumentale Geoglyphen, die mit Präzision und Absicht geschaffen wurden. Aber jetzt kommt der Clou. Niemand weiß wirklich, was dieser Zweck war. Handelt es sich um Botschaften an die Götter, um Himmelskarten, um alte Kunst, die nur vom Himmel aus zu sehen ist? Oder um etwas noch Seltsameres? Dieses Geheimnis in Verbindung mit der schieren Größe und unheimlichen Perfektion verleiht den Nazca-Linien etwas Beunruhigendes. Und stellen Sie sich vor, welcher Aufwand dahinter steckt. Keine Drohnen, keine Satelliten, kein Luftbild, nur roher Einfallsreichtum und eine Vision, die ein Denken weit über ihre Zeit hinaus erforderte. Diese antiken Schöpfer waren nicht nur Künstler, sie waren Ingenieure des Unbekannten. Heute sind die Nazca-Linien in die Popkultur eingegangen, von Anime bis zu Blockbuster-Filmen wie Indiana Jones. Doch hinter dem Ruhm verbirgt sich ein Rätsel, das wir immer noch nicht lösen können. Und vielleicht sollen wir das auch gar nicht. Das Atacama-Skelett. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass der Fund von Knochen in der Wüste nicht gerade schockierend ist. Schließlich sind Wüsten raue, unbarmherzige Orte. Aber hin und wieder taucht etwas auf, das alles in Frage stellt, was wir zu wissen glauben. Im Jahr 2003 wurde in den abgelegenen und stillen Weiten der chilenischen Atacama-Wüste in einer alten Geisterstadt eine Entdeckung gemacht, die für Schlagzeilen und endlose Spekulationen sorgte. Man fand ein winziges, gut erhaltenes Skelett von nur etwa 15 Zentimetern Länge. Sein Aussehen war so ungewöhnlich, so anders als alles, was die Forscher erwartet hatten, dass die Theorien fast sofort ins Kraut schossen. Einige sagten, es sehe aus wie eine Figur aus einem Science-Fiction-Film. Andere fragten sich, ob es vielleicht ein Beweis für etwas nicht von dieser Welt sei. Die Schädelform. Der Körperbau und die Größe schienen nicht den typischen menschlichen Proportionen zu entsprechen, zumindest auf den ersten Blick. Doch als die Wissenschaftler sie genauer untersuchten, nahm das Rätsel eine neue Wendung. DNA-Tests ergaben, dass die Überreste zu einem Menschen gehörten, wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 20. Weitere Analysen ergaben seltene genetische Variationen, die einige der einzigartigen Merkmale erklären könnten. Das Faszinierendste ist, dass dieses kleine Skelett, das nicht größer als ein Bleistift ist, nach wie vor für Gesprächsstoff unter Wissenschaftlern und Neugierigen gleichermaßen sorgt. Es erinnert uns daran, dass selbst in einer von Technologie und Daten geprägten Welt manche Entdeckungen immer noch mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern. Die Kreise der Feen. Jetzt geht es nach Afrika in die Namib-Wüste, ein Ort, der viele einzigartige und unheimliche Dinge beherbergt. Was die Wissenschaftler jedoch viele Jahre lang aufgrund ihrer Anzahl und ihres Aussehens verblüffte, waren die Feenkreise, die die Wüste übersäen. Nein, im Ernst, sie sind überall. Zum Vergleich, sie sind auf über 1600 Kilometern Land zu finden. Wäre es nur einer an einer Stelle, könnte man sicher eine einfache Erklärung dafür finden. Aber bei einem so großen Landstrich ist das nicht so einfach. Was die Wissenschaftler lange Zeit vor ein Rätsel stellte, War, dass diese Feenkreise eindeutig etwas mit dem Gras zu tun hatten, das sie umgab. Und doch gab es in ihnen trockene Flecken. Es war fast wie ein Widerspruch.
Glücklicherweise wurden in diesem Jahrzehnt neue Forschungen angestellt und festgestellt, dass die Schöpfer der Feenkreise in Wirklichkeit das Gras selbst waren. Die Namib-Wüste ist nämlich nicht nur eine Wüste, sie ist einer der trockensten Orte auf der ganzen Welt. Und wenn es trocken ist, bedeutet das, dass nicht viel Wasser zur Verfügung steht. Und Pflanzen, einschließlich Gras, brauchen Wasser, um zu wachsen. Wie also kommt das Gras? Vor allem ein großer Fleck wie der, den Sie gerade sehen, an Wasser. Wenn es nicht so viel gibt? Ganz einfach, es nimmt sich, was es kann, von dem, was es um sich herum hat. Mit anderen Worten, sie schaffen die Kreise, indem sie den inneren Bereichen buchstäblich das Wasser entziehen, sodass diese absterben, aber dann gedeihen sie. Man könnte meinen, das Gras wüsste nicht, wie man einen Kreis bildet, aber wie man sieht, fällt es ihm offenbar leicht, dies zu tun. Es ist eine sehr coole, wenn auch ziemlich gruselige Art der Evolution, die es ihm ermöglicht, an den rauesten Orten zu überleben. Und dafür sollten wir alle dankbar sein, auch wenn es uns ein bisschen unheimlich ist. Libysches Glas. Wenn Sie durch die Sahara-Wüste fahren würden, würden Sie wahrscheinlich voraussagen, dass Sie mit Ihren Reifen auf nichts Hartes treffen würden. Schließlich gibt es überall Sand, wohin man schaut. Aber in wichtigen Teilen der Wüste, wie zum Beispiel in Libyen, können Sie tatsächlich über etwas fahren, das als libysches Glas bekannt ist. Die Ironie dabei ist, dass dieses Glas nicht frisch ist und von jemandem zurückgelassen wurde, sondern schon seit fast 30 Millionen Jahren dort liegt. Wie ist das Glas dann in die Wüste gelangt und hat dort so lange überdauert? Der letzte Teil ist ziemlich einfach. Wenn diese Art von Glas nicht schmilzt, so dass es dort lange Zeit liegen konnte, bis es in der Neuzeit um 1933 sich entdeckt wurde. Um die Frage zu beantworten, wie es entstanden ist, muss man zu den Sternen hinaufschauen. Richtig. Es gibt viele, die mit guten wissenschaftlichen Beweisen glauben, dass dieses libysche Glas durch einen Meteoriten von oben entstanden ist. Aber wie funktioniert das? Nun, wenn man darüber nachdenkt. Was passiert, wenn ein Meteorit auf der Erde einschlägt? Durch den Aufprall entsteht eine enorme Hitze. Und die Hitze kann einen Krater in harten Erdgebieten wie Felsen oder Erde oder sogar in einer Wüste erzeugen und den Sand überhitzen, sodass das Glas entsteht, das Sie jetzt sehen. Natürlich gibt es darüber einige Diskussionen, da wir keine Spuren des Meteoriten selbst gefunden haben, aber das ist nicht allzu überraschend, da ein solcher Stein beim Einschlag zerbrochen wäre. Trotzdem ist es ein cooles Stück Welt, das viele sammeln, um es zu verkaufen oder daraus Schmuck zu machen. Der Curtis P-40 Warhawk. Der Zweite Weltkrieg erstreckte sich über mehrere Kontinente, darunter auch die riesigen, unbarmherzigen Wüsten Nordafrikas. In dieser rauen Umgebung führten internationale Streitkräfte, vor allem aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten, intensive Militäroperationen im Sand durch. Inmitten dieses komplexen Kriegsschauplatzes entfaltete sich eine mysteriöse Geschichte, die jahrzehntelang unter der Wüstensonne verborgen blieb. 1942 verschwand ein Curtis P-40 Warhawk Jagdflugzeug während eines Einsatzes über der Sahara. Der Pilot, ein Flight Sergeant namens Copping, verlor Berichten zufolge aufgrund von Ausrüstungsproblemen und unbeabsichtigten Navigationsfehlern die Orientierung. Trotz der Bemühungen eines anderen Piloten, ihn wieder auf den richtigen Kurs zu bringen, schien die Kommunikation erfolglos zu sein. Schließlich ging dem Flugzeug der Treibstoff aus und Copping war gezwungen, mitten in der Wüste eine Notlandung zu machen. Bemerkenswerterweise wurden viele Jahre später, nämlich 2012, Wrackteile entdeckt, die darauf hindeuten, dass der Pilot die Landung selbst überlebt hat. Was danach geschah, bleibt jedoch ein Rätsel. Es wurde nie wieder eine bestätigte Spur von ihm gefunden. Es wird angenommen, dass er sich auf die Suche nach Sicherheit gemacht hat, in der Hoffnung, in der großen Leere Hilfe zu finden. Aber die Wüste ist ein Ort der Extreme und das Überleben ist nie garantiert. Seine Geschichte ist seither zu einem eindringlichen Symbol dafür geworden, wie selbst die besttrainierten Menschen durch die unbarmherzigen Umgebungen der Natur gedemütigt werden können. Wüstenatem. Werfen Sie einen Blick auf dieses einzigartige Objekt von oben. Wenn Sie denken, dass es wie ein Kornkreis mitten in der Wüste aussieht, dann sind Sie mit dieser Meinung nicht allein. Immerhin handelt es sich eindeutig um eine Art Muster und die Tatsache, dass jemand oder etwas es mitten in der Wüste geschaffen hat, beweist, dass es sich nicht um ein natürliches Phänomen handelt. Sicher, es gab in der Vergangenheit Kornkreise, die von Tieren gemacht wurden,
auch im Meer. Aber es gibt keine Wüstentiere, die dazu in der Lage sind. Und hier kommt der Clou ins Spiel. Denn wir wissen tatsächlich, was diesen Kreis gemacht hat. Es war eigentlich eine Gruppe von Künstlern. Sie schufen es über mehrere Jahre hinweg. Und als es 1997 fertig war, nannten sie es Desert Breath. Insgesamt gibt es 89 Kegel, die in das Gebiet hineinragen. Neben 89 Kegelvertiefungen im Sand selbst, und das hat sie ziemlich viel Arbeit gekostet. Kein Zweifel. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Und bevor Sie jetzt sagen, dass Sie mit dieser Kunst die natürliche Umwelt zerstören, nein, das haben Sie nicht. Sie haben sie so gebaut, dass sie irgendwann wieder in der Wüste verschwindet. Und genau das ist hier geschehen. Im Gegensatz zu bestimmten anderen Konstruktionen haben sie tatsächlich vorausgedacht. Der Atacama-Riese. Hat Ihnen gefallen, was ich Ihnen zuvor über die Nazca-Linien gezeigt habe? Nun, das ist nicht der einzige Ort in Südamerika, an dem es so etwas gibt. In Chile, in der Atacama-Wüste, wo ich euch vorhin das Skelett gezeigt habe, findet ihr auch den Atacama-Riesen. Es handelt sich um eine riesige Geoglyphe, die direkt in die Seite eines hügelähnlichen Gebiets gemeißelt ist. Und bevor Sie fragen, ja, sie ist so groß, wie sie aussieht. Mit etwa 119 Metern ist sie die größte prähistorische anthropomorphe Geoglyphe. Genau wie bei den Nazca-Linien fragen sich die Menschen, was der Zweck dieses Riesen ist, und niemand weiß es wirklich. Einige sagen, dass er das Aussehen eines Gottes oder vielleicht sogar eines Schamanen nachbilden soll, aber er hatte einen anderen Zweck, den wir definitiv kennen. Die Figur war ein früher astronomischer Kalender, um zu wissen, wo der Mond untergehen würde. Wenn man diesen Tag kennt, kann man den Erntezyklus und die Jahreszeit bestimmen. Das mag zwar ein bisschen groß erscheinen, aber wenigstens haben sie es nicht verpasst. Und genau wie die Nazca-Linien hat dieser Riese auch die Popkultur beeinflusst, indem er unter anderem als Referenz für ein anders aussehendes Geoglyph in der Pokémon-Franchise verwendet wurde. Pferderennbahn Playa. Jetzt geht es in die Vereinigten Staaten, wo es in Kalifornien, genauer gesagt im berüchtigten Death Valley, die Racetrack Playa gibt. Der Grund, warum sie Rennstrecke genannt wird, ist nicht, dass Menschen mit Fahrzeugen durch die Wüste rasen. Das passiert zwar in bestimmten Wüstenebenen, aber eigentlich nur, weil ein scheinbar endloser Wettlauf mit einer Reihe von Felsen stattfindet. Wenn man sie im Death Valley antrifft, stehen sie eindeutig still. Wenn man sich jedoch ihre Schwänze ansieht, erkennt man, wie weit sie sich von ihrem ursprünglichen Standort entfernt haben. Wie kommt es also, dass sich Felsen so bewegen können? Nun, man könnte meinen, dass es mit Tieren oder sogar Menschen zu tun hat. Aber das ist nicht der Fall. Wissenschaftler haben zufällig den Grund dafür herausgefunden. Die Playa füllt sich manchmal mit Wasser. Nicht mit viel, wohlgemerkt, aber mit gerade so viel, dass sich die Felsen bewegen, wenn das Wasser um sie herum fließt. Das liegt daran, dass sich das Wasser in Eis verwandelt und die Steine auf dem Eis abrutschen, bis die Sonne wieder aufgeht und das Eis schmilzt und die Steinspur hinterlässt, auf der sie sich befanden. So etwas passiert nicht jeden Tag, aber es kommt oft genug vor, um das Rennen am Leben zu erhalten. Das Auge der Sahara. Das Auge der Sahara ist eigentlich eine riesige Felsformation, die viele einzigartige Merkmale aufweist, darunter auch die Farbgebung, die sie im Vergleich zu ihrer Umgebung hat. Wenn man es von oben betrachtet, sieht es tatsächlich wie ein Augapfel aus. Aber habe ich schon erwähnt, dass er einen Durchmesser von 50 Kilometern hat? Denn das ist er. Wow, das ist wirklich toll geschrieben. Jedenfalls fragten sich viele, als sie ihn entdeckten, wie eine solche Struktur mitten in der Wüste entstehen konnte. Es gab natürlich einige haarsträubende Theorien, aber durch harte Arbeit und Nachforschungen erkannte man dann, dass es sich einfach um eine natürliche Formation handelte, die als geologische Kuppel bekannt ist. Auch das war keine spontane Sache. Es geschah über viele Jahre hinweg, als Wind, Wasser und Erosion langsam an der Felsstruktur selbst nagten, um das zu schaffen, was sie vor sich sehen. Bei näherer Betrachtung gibt es Beweise dafür, dass einst menschliches Leben auf oder in der Wüste gelebt hat. Sogar Anzeichen von Werkzeugen, die auf ihr benutzt wurden. In einer Wüste wie dieser muss man manchmal einfach das benutzen, was man hat. Hand der Wüste. Die gute Nachricht über die Hand der Wüste ist, dass es sich nicht um die Überreste eines uralten kosmischen Wesens handelt, das die Welt zerstören will. Es handelt sich vielmehr um eine Skulptur, die in der Atacama-Wüste entstanden ist. An diesem Ort ist eine ganze Menge passiert, auch bekannt als La Mano del Desierto,
ist es eine auffällige und seltsame Skulptur in der Wüste, die von einem chilenischen Künstler geschaffen wurde. Sie ist etwa 36 Fuß hoch und scheint sich dramatisch aus dem kargen Wüstensand zu erheben. Sie wurde 1992 fertiggestellt, besteht vollständig aus Beton und Eisen und wurde zu einem ikonischen Wahrzeichen in einer der trockensten Regionen der Erde. Der Künstler sagt, dass er die Hände in seiner Kunst benutzt, um die menschliche Verletzlichkeit, die Isolation und die Kämpfe des Lebens zu symbolisieren, und dass die Wüste als ein ergreifender Ort für die zerbrechliche Beziehung zwischen Mensch und Natur dient. Natürlich ist die Skulptur im Laufe der Zeit durch Graffiti und Abnutzung in Mitleidenschaft gezogen worden, aber sie ist nach wie vor ein starkes künstlerisches Statement und ein beliebter Ort für Reisende und Fotografen. Besondere Entdeckung. Dieses Bild, das von einer Drohne aufgenommen wurde, die über die Sahara-Wüste flog, scheint etwas wirklich Schockierendes und Seltsames eingefangen zu haben. Eine seltsame Gruppe von außerirdischen Kreaturen. Natürlich ist jeder skeptisch. Sicherlich hätte man schon davon gehört, wenn es echt wäre. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass das, was wir auf dem Foto sehen, auch wirklich so ist und was es gibt. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung im Kommentarbereich unten mitteilen. Tunesischer Wüstensee. Ich habe bereits erwähnt, dass Wasser in der Wüste ein knappes und heiliges Gut ist. Und wenn man dort zufällig darauf stößt, muss man wirklich dankbar dafür sein. Aber da kommt der Gafsa-See ins Spiel. Ein See, der buchstäblich ohne Vorwarnung in der Wüste Tunesiens auftauchte. Er ist etwa 20 Meter tief und deckt einen weiten Bereich ab. Als die Hirten ihn entdeckten, verbreiteten sie die Nachricht und die Leute stürzten sich auf ihn. Später stellte sich heraus, dass das Wasser tatsächlich radioaktiv war und nicht gereinigt wurde, sodass die Menschen das Wasser verseuchten, je öfter sie darin badeten. Dinosaurier-Fossilien. Ob du es glaubst oder nicht. Fossilien sind ein wichtiger Bestandteil der Wüste. Und das liegt nicht daran, dass dort früher Dinosaurier in großer Zahl gelebt haben, sondern daran, dass die Gebiete, die wir heute als Wüsten kennen, früher keine Wüsten waren. Du kannst an einen Ort wie die Wüste Gobi in der Mongolei fahren und dort mit etwas Glück Dinosaurierknochen aus der alten Vergangenheit sehen. Tatsächlich wurde an diesem Ort wahre Archäologiegeschichte geschrieben, als das erste Dinosaurier-Eiernest gefunden wurde. Vor dieser Entdeckung wussten wir nicht, dass Dinosaurier Eier legten. Und das führte dazu, dass immer mehr Menschen mehr über diese uralten Kreaturen herausfinden wollten. Heute finden wir immer noch Fossilien in der Wüste Gobi. Und einige widmen sich dieser Region, um zu sehen, was es dort noch gibt. Wandering Wall. Eine andere Sache über die Vergangenheit, die wir manchmal unterschätzen, ist, dass die Tiere, die wir heute kennen, nicht immer das gleiche Aussehen und die gleiche Form der alten Vergangenheit hatten. Und das wird sowohl schön als auch gruselig durch den Fund der Fossilien des Wanderwalds bewiesen. Das heißt, Fossilien, die zeigen, dass alte Wale Beine hatten, die an Land gehen konnten. Ja, das gibt es tatsächlich. Das Skelett, das in einer nahegelegenen Wüste entdeckt wurde, soll 37 Millionen Jahre alt und 20 Meter lang sein. Und man konnte die Knochen, aus denen die Beine bestanden, deutlich erkennen. Der Grund, warum dies 2016 für Aufsehen sorgte, ist, dass es der endgültige Beweis dafür war, dass Wale nicht als Wasserwesen begannen, oder zumindest nicht alle von ihnen, sondern dass sie eigentlich Landsäugetiere waren, die sich langsam zu Wasserwesen entwickelten. Deshalb müssen wir immer wieder nach Fossilien wie diesen suchen, denn sie tragen letztlich dazu bei, unser Geschichtsbild zu prägen. Der Marine Man. Jetzt geht es in das Land Down Under, bekannt als Australien. Dort gibt es ein riesiges Wüstengebiet, das Outback, in dem sich eine weitere Geoglyphenstruktur befindet, die Sie unbedingt selbst sehen sollten, der Marine Man. Eine der Ironien des Marine Man ist, dass er erst 1998 entdeckt wurde, als ein Hubschrauber über das Outback flog und der Pilot die Umrisse eines riesigen Mannes sah. Das muss für ihn natürlich sehr beeindruckend gewesen sein. Natürlich gibt es ein großes Interesse daran, was der Marine Man ist und wer ihn geschaffen hat. Und viele Menschen in Australien wussten nicht einmal, dass er existiert. Es wurde zwar eine Belohnung für die Suche nach Antworten ausgesetzt, aber es wurde nie etwas Endgültiges bestätigt, was zeigt, dass es immer noch ein paar Geheimnisse in dieser Welt gibt. Altägyptisches Begräbnisboot. In der Kultur des alten Ägypten war der Tod nicht nur etwas, das passierte. Er war oft heilig.
Sie alle kennen die Pyramiden und die verschiedenen Arten von Nekropolen und Sarkophagen, die geschaffen wurden, um bestimmte Menschen zu beherbergen und sie mit verschiedenen Gaben zu umgeben. Einige Menschen haben jedoch ihre Bestattungen in eine andere Richtung gelenkt. Und in einer Nekropole, die auf die 5-Dynastie datiert wurde, entdeckte man ein altägyptisches Grabboot, DH. Die verstorbene Person wurde in dem Boot selbst begraben. Ironischerweise waren Teile des Bootes noch vorhanden, als man das Grab ausgrub. Die Tatsache, dass es mindestens 4500 Jahre alt war und ein Teil des Holzes es überlebt hat, ist unglaublich. Es wirft jedoch eine Menge Fragen darüber auf, warum sie das Boot mit der Leiche in das Grab selbst gelegt haben. Aber das muss jeder für sich selbst herausfinden. Die verlorene Armee des Kambises. In der Antike schickten mächtige Zivilisationen oft große Expeditionen in ferne Länder, um neue Gebiete und Einfluss zu gewinnen. Doch manchmal erwies sich die Natur als weitaus größere Herausforderung als jedes rivalisierende Imperium. Eine legendäre Erzählung aus der griechischen Geschichte berichtet von einer gewaltigen Streitmacht, die vom persischen König Kambyses II ausgesandt wurde und vor über 2000 Jahren durch die ägyptische Wüste marschiert sein soll. Ihr Ziel war es, das Orakel des Amun in der Stadt Siwa zu erreichen. Nach einer mehr als einwöchigen Reise unter der sengenden Sonne kam die Gruppe angeblich an einer Oase an. Doch bevor sie weiterziehen konnte, geschah etwas Außergewöhnliches. Der alten Erzählung zufolge fegte plötzlich ein heftiger Wüstensturm über den Sand und die Armee verschwand spurlos. Jahrhundertelang hielten viele die Geschichte für einen Mythos, eine Übertreibung oder vielleicht eine symbolische Geschichte über die Macht der Natur. Das heißt, bis 2009. In diesem Jahr entdeckte eine Gruppe von Forschern eine Sammlung von Artefakten, die tief in der ägyptischen Wüste vergraben waren, Gegenstände, die in die Zeit und Kultur des alten Persiens passten. Obwohl das ganze Ausmaß der Entdeckung ungewiss bleibt, reichte es aus, um den Glauben daran zu wecken, dass die Legende auf einer wahren Begebenheit beruhen könnte. Die Geschichte der sogenannten verlorenen Armee des Kambyses fühlte sich plötzlich viel realer an und noch eindringlicher. Sie dient als abschreckende Erinnerung. In der Wüste können selbst die größten Ambitionen in einem Augenblick hinweggefegt werden. Und die Geschichte kann Tausende von Jahren brauchen, um die Wahrheit aufzudecken. Antike Felskunst. Ich bin mir sicher, dass nicht viele von Ihnen Kunst als gruselig bezeichnen würden, je nach Stil und Künstler. Aber wenn Sie Bilder aus der Antike sehen, bekommen Sie ein Gefühl der Verwunderung und des Misstrauens darüber, was diese alten Völker dazu gebracht hat, Wandmalereien auf Stein zu machen. Eine besondere Formation in Algerien ist eine der berühmtesten nordafrikanischen Stätten der Felsmalerei. Die Bilder dokumentieren eine grüne Sahara voller Leben, die in starkem Kontrast zu der trockenen Wüstenregion steht, zu der sie heute geworden ist. Diese Art von Funden ist wichtig, um zu verstehen, wie sich Orte wie die Sahara im Laufe der Jahre verändert haben, während gleichzeitig die Überreste alter Kulturen erhalten blieben. Sarkophag-Gruppe. Wenn man an die Freilegung von Artefakten aus dem alten Ägypten denkt, denkt man oft an Gräber und Sarkophage. Denn das sind zwei der berühmtesten von allen. Schließlich waren sie es, nach denen viele suchten, um die Leichen der alten Pharaonen zu sehen und die Geschichte Ägyptens als Ganzes zusammenzusetzen. Im Jahr 2020 fand man nicht nur einen Sarkophag, sondern 27 davon an einem Ort. Sie befanden sich an einer Stätte in Saqqara und waren vermutlich über 2500 Jahre alt. Viele waren gespannt auf die Details dieser Funde, denn sie könnten weitere Geheimnisse über das frühere Ägypten enthüllen. Massive Krokodilknochen. Krokodile sind etwas, wovor sich die Menschen in Afrika zu Recht fürchten müssen. Im Jahr 2016 haben die Menschen jedoch gelernt, wie viel Glück wir haben, dass sie nur so groß sind, wie sie jetzt sind, und nicht so groß, wie sie in der Antike einmal waren. Denn am Rande der Sahara-Wüste fand man das Skelett eines Krokodils, das früher im Meer lebte und weit über 10 Meter lang war. Ja, das ist ein ziemlich großes Krokodil und übertrifft alles, was wir heute kennen, um ein paar Meter. Man geht davon aus, dass dieses besondere Krokodil vor etwa 130 Millionen Jahren lebte und sich in dem Ozean aufhielt, der einst Afrika und Europa trennte. In Anbetracht seiner Größe wäre es ohne weiteres das größte Raubtier in diesem Gebiet gewesen. Mumien. Das, wonach die meisten Archäologen suchen, wenn sie in den Wüsten Ägyptens graben.
sind Mumien, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Die Geschichte hinter den Mumien ist faszinierend. Ebenso wie das Verfahren zu ihrer Konservierung. Im Jahr 2019 erlebten Archäologen eine Überraschung, als sie nicht eine oder 10, sondern 40 Mumien in einer Reihe von Gräbern fanden. Diese Gräber sollen wie ein Labyrinth aussehen, was alle möglichen Fragen darüber aufwirft, was in ihnen vor sich ging. Sie wurden in Oberägypten gefunden und stammten wahrscheinlich aus einer Familie der Oberschicht. Denn es waren Männer, Frauen und Kinder, die alle mumifiziert waren. Töpferei. Neben den erhaltenen Überresten entdeckten die Archäologen Töpferwaren, Perlen und eine Vielzahl sorgfältig platzierter Gegenstände, die einen seltenen Einblick in die Bräuche und das tägliche Leben der Menschen in der Antike gewähren. Diese Grabbeigaben lassen auf eine faszinierende Vielfalt schließen, die auf Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten hindeutet, die alle auf ihre eigene Weise durch die Materialien und die Pflege ihrer Ruhestätten geehrt wurden. Was diese Entdeckung noch faszinierender machte, war die einzigartige kulturelle Mischung, die sie offenbarte. Elemente traditioneller ägyptischer Bestattungspraktiken waren deutlich zu erkennen, aber auch deutliche Einflüsse der griechischen und römischen Traditionen. Dies ist ein seltenes und schönes Beispiel dafür, wie sich Zivilisationen einst überschnitten und Spuren einer gemeinsamen Geschichte hinterließen. Heute werden diese Funde in Ägypten sicher aufbewahrt und untersucht und helfen den Wissenschaftlern, den Glauben, die Bräuche und die Kunst der antiken Welt besser zu verstehen. Dies ist eine dieser Entdeckungen, die fast zufällig gemacht wurden, aber zu etwas wirklich Bemerkenswertem führten. Da fragt man sich, wie viele Überraschungen liegen noch unter dem Sand und warten darauf, entdeckt zu werden? Und damit sind wir am Ende dieser Reise durch einige der geheimnisvollsten und unerwartetsten Dinge, die man in der Wüste finden kann. Welche Entdeckung hat Sie am meisten fasziniert? Gab es eine, die Ihnen einen Schauer über den Rücken jagte, oder vielleicht eine, die Sie gerne einmal selbst sehen würden? Wenn Sie einen anderen unglaublichen Wüstenfund kennen, der auf diese Liste gehört, lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Vergessen Sie nicht, sich die anderen faszinierenden Videos anzusehen, die gerade auf Ihrem Bildschirm erscheinen. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.